Herzlich willkommen zurück zum dritten und damit letzten Teil unseres Videos über La Palma. Falls ihr die anderen beiden Teile noch nicht gesehen habt, guckt euch diese unbedingt auch noch an. Unter anderem haben wir euch in Teil 2 ja mein persönliches Highlight von La Palma gezeigt. Wir haben aber noch ein paar Eindrücke übrig, unter anderem auch unser größtes Abenteuer, was wir hier erlebt haben. Also, schaut es euch an! Bevor wir zu unserem größten Abenteuer dieser Reise kommen, möchte ich noch etwas über die Fortbewegung auf der Insel sprechen. Wie man es in den vorhergehenden Videos auch schon hat sehen können, waren wir mit dem Mietwagen unterwegs. Und dies ist mit Sicherheit auch die beste Lösung, wenn man die Insel erkunden möchte. Man sollte aber kein Schisser am Steuer sein, denn das Fahren auf La Palma ist anspruchsvoll. Durch die extremen Höhenunterschiede geht es fast ausschließlich bergauf oder ab, oft mit sehr starker Steigung. Die Straßen sind nicht selten schmal und schlecht ausgebaut und kurvenreicher als hier könnten Straßen kaum sein. Aber es lohnt sich, denn es gibt viel zu entdecken und viele Orte sind nur mit dem Auto gut erreichbar. Außerdem bieten sich bereits auf der Autofahrt unzählige wunderschöne Anblicke, wie zum Beispiel das Wolkenmeer über dem Atlantik oder die Wolken, die hier über dem Bergkamm Cumbre Vieja ziehen. Die Anreise zur ersten Wanderung dieses Teils, nämlich der Tour durch die 13 Tunnel von Los Tilos, ist ein gutes Beispiel dafür. Bei einem Parkplatz in der Nähe von Los Sauces treffen wir und andere, die an diesem Tag ebenfalls die Wanderung gehen wollen, uns mit den Taxifahrern und fahren dann in einer Kolonne die schon sehr schmale Straße bis zum eigentlichen Parkplatz. Von dort aus geht es dann mit dem Allrad-Taxi bis zum Startpunkt der Tour und wenn man sich den Weg so anschaut, dann ist dieses auch definitiv notwendig. Unser Taxi ist mit 8 Personen voll besetzt und man teilt sich den Preis, sodass jeder 15 € bezahlt. An dieser Stelle muss allerdings auch einmal gesagt sein, dass man sich normalerweise woanders trifft und die Tour auch einen anderen Ablauf hat als bei uns. Warum? Das seht ihr später. Ob beim normalen oder unserem Ablauf, die Tour startet auf 1340 Höhenmetern bei der Casa del Monte. Man geht hier immer entlang des Aquädukts und der Felswand den Berg hinauf. Neben der schönen Aussicht sind die eigentlichen Highlights der Tour natürlich die Tunnel. Diese machen die Tour auch zum größten Abenteuer unserer Reise. Die Tunnel sind unterschiedlich lang und unterschiedlich gut ausgebaut. Klaustrophobie darf man hier auf jeden Fall nicht mitbringen und eine Kopf- oder Taschenlampe gehört zur Pflichtausrüstung. Vor jedem Tunnel ist ein Schild mit der Nummer des Tunnels und der Länge angebracht. Der hier zu sehende Tunnel Nummer 3 ist mit 347 Metern der längste. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon froh, dass wir wasserfeste Kameras rausgeholt haben. Die hat schon einiges abbekommen. Oh, geht es auf den Rücken. Was macht man eigentlich, wenn einem hier jemand entgegenkommt? Tja, da muss sich einer auf die Mauer legen. Einige Tunnel sind an manchen Stellen sehr schmal, sodass man sich richtig durchzwängen muss. An anderen Stellen hingegen können sie auch, wie hier, sehr flach sein. Ach, guck mal, wie das da rumschießt. Wahnsinn. Ach, cool.
Wie gesagt, die Tunnel unterscheiden sich in ihrer Länge und auch sehr kurze kommen vor. Langweilig. Der Weg selbst ist eher anspruchslos und man kann in Ruhe die Aussicht genießen. Aus Tunnel 11 kann man dann auch das Wasser der ersten Quelle den Berg herunterlaufen sehen. In Tunnel 12 wird einem dann klar, warum sich für die Tour auch eine Regenjacke und eventuell wasserfeste Schuhe empfehlen. Hier wird's jetzt nass, ja? Sieht so aus. Oh ja, hier kommt Wasser von der Decke. Boah. Viel Wasser. Uiuiui. Mit 97 Metern ist er zwar nicht der längste, aber definitiv der nasseste und abenteuerlichste. Nun kann man die Quelle auch einmal aus der Nähe sehen und es wird klar, wie hier das Wasser gesammelt wird, bevor es im Aquädukt den Berg hinabfließt. Darauf folgt dann die steilste Passage der Tour. Oh, oh, eine starke Abkühlung. Oh ja. Frisch hier drin. Bei der zweiten Quelle auf 1510 Höhenmetern müssen wir dann umkehren, denn es gab einen Steinrutsch und der Rest des Weges ist nicht passierbar. Normalerweise würde hier der Abstieg durch die Schlucht und einen sehr schönen Lorbeer- und Fahnenwald beginnen. Und man würde am Besucherzentrum Los Tilos auskommen. Dort hätte man sein Auto im Normalfall geparkt und wäre von hier aus mit dem Shuttle-Service zum Startpunkt gefahren.
Über die Zugänglichkeit der Tour kann man sich am besten beim Besucherzentrum oder dem Taxiunternehmen erkundigen. Bei letzterem sollte man die Fahrt sowieso vorher anmelden. Den Link zur Webseite des Taxiunternehmens packen wir euch in die Videobeschreibung. Wir dürfen daher aber denselben Weg wieder zurückgehen und genießen nochmals die wunderschöne Aussicht. Und auch die Tunnel bereiten uns ein zweites Mal Freude. Das Wasser aus den Quellen dient übrigens als Trinkwasser und lässt sich auch direkt aus dem Aquädukt bedenkenlos trinken. Das ist ein Junge! Zurück bei der Casa del Monte dürfen wir dann noch die Strecke zum Auto, die uns das Taxi hochgefahren hatte, zu Fuß wieder zurückgehen. Dieser Weg kann ganz schön in die Gelenke gehen, denn es sind hier bergab noch 780 Meter Höhendifferenz auf 4 Kilometer. Der Fußweg geht geradeaus hinab und kreuzt immer wieder die Schotterstraße, die wir vorher hinauf gefahren sind. Und auch nach dieser Wanderung schwingen wir uns wieder ins Auto. Santa Cruz, die Hauptstadt der Insel, würden wir auch als sehenswert einstufen. Abgesehen davon, dass wir, wie in Teil 2 beschrieben, hierher mussten, um an unsere Angelkarten zu kommen, lädt sowohl der schöne Sandstrand als auch die romantische Atmosphäre der Altstadt zum Flanieren und Schlendern ein. Auch eine Nachbildung des Schiffes von Kolumbus kann man hier finden und besuchen. Was uns aber vor allem immer wieder in die Orte der Insel geführt hat, sind die Märkte mit ihren frischen Lebensmitteln und dem vielfältigen Angebot. Auch die Fischtheken sind oft sehr beeindruckend und an der Käsetheke habe ich mich durch den geräucherten Käse wieder in meine Kindheit zurückgesetzt gefühlt. Genauso erging es mir am Strand von Los Cancajos, denn hier durfte ich als kleines Kind immer spielen und baden. Und auch die schwarzen Sandstrände sind mir immer noch sehr gut im Gedächtnis geblieben. Nun aber zur nächsten Wanderung, welche in der Region Fuencaliente stattfindet und zeitgleich das letzte Highlight in unserer Videoreihe ist. Es handelt sich hierbei um den südlichsten Abschnitt der Vulkanroute. Zum ersten Vulkan geht man durchs Besucherzentrum, an welchem man auch direkt parken kann, und dort muss man eine Gebühr für Eintritt und Parken bezahlen.
Über einen kurzen Weg den Rand des Kraters entlang geht man zu einer Aussichtsplattform, von der aus man dann über selbigen und über den Atlantik schauen kann. Außerdem sieht man von hier auch schon den zweiten Vulkan, unser nächstes Ziel. Dorthin gehen wir erst denselben Weg zurück und dann den Berg hinab. Die Umgebung hier ähnelt schon fast einer Wüstenlandschaft und zeigt mal wieder, wie vielfältig das Erscheinungsbild der Insel sein kann. Von dem zweiten Vulkan aus hat man nochmal eine schöne Aussicht und von hier aus kann man die Salinen und den Leuchtturm sehen, welche wir uns gleich noch aus der Nähe anschauen wollen. Auch die umliegenden Inseln der Kanaren dürfen wir mal wieder erblicken. Zurück am Parkplatz fahren wir dann nochmal mit dem Auto zu den gerade erwähnten Salinen und dem Leuchtturm. Tja, das war's schon wieder mit unserer La Palma-Reise. Wir finden die Insel wirklich wunderschön und hatten echt eine tolle Zeit hier. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen und ihr habt, wie wir, auch Lust auf mehr. Die nächsten Abenteuer haben wir nämlich schon geplant. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr auch dort wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald.